Wissen Sie immer genau, was Sie in einer Entscheidungssituation erreichen wollen? Viele Menschen wissen das leider nicht. Aber wie kann man eine gute Entscheidung treffen, wenn man nicht einmal weiß, was man erreichen möchte? Sicherlich geht es nicht. In diesem dritten Video verdeutlicht die Notwendigkeit, sich seiner Ziele bewusst zu sein und zeige, dass viele Menschen sich eben nicht ihrer Ziele ausreichend bewusst sind. Anschließend präsentiere ich Ihnen einige einfach anzuwendende Brainstorming-Methoden zur Identifikation von Werten und/oder Zielen. Dann versetzen wir uns in die Lage des Peters, der einen Job sucht, und wenden die Methoden an diesem Beispiel an. Abschließend gebe ich Ihnen konkrete Hinweise, wie Sie in Ihrer anstehenden Karriereentscheidung Ihre Ziele umfassend ausreichend identifizieren können. Ihre Ziele sind elementar für Ihre Entscheidungen. Wie sähen denn Entscheidungen ohne Ziele aus? Dieses kann sehr schön in einem Dialog aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland illustriert werden. Alice zur Katze: Könntest du mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier aus gehen sollte? Die Katze: Na, das hängt davon ab, wo du hinkommen möchtest. Alice: Es interessiert mich nicht so sehr, wo ich hinkomme. Katze: Na, dann ist es auch egal, welchen Weg du einschlägst. Im ersten Video habe ich angesprochen, wie viel Aufwand viele Menschen betreiben, um ein selbsterfülltes Leben zu führen. Wenn sie nicht wissen, wohin sie laufen wollen, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, überhaupt zu laufen. Und schon gar nicht so schnell wie möglich. Die eigenen Werte oder Values im Englischen sind der Grund, dass wir überhaupt Entscheidungen treffen. Wenn uns auf Bayerisch alles wurscht ist, dann macht es halt keinen Unterschied. Sie wissen, wohin Sie laufen. Sie kennen Ihre Ziele. Das können Sie jetzt zeigen. Vielleicht nehmen Sie mal eine für Sie wichtige Entscheidungssituation, mit der Sie sich derzeit beschäftigen. Versuchen Sie einmal alle Ziele, die Sie mit dieser Entscheidung verfolgen, stichwortartig aufzuschreiben. Wenn Ihnen keine wichtige Entscheidung einfällt, können Sie hier ein paar Anregungen finden. Dafür können Sie jetzt sehr gerne das Video so 5 bis 10 Minuten stoppen. Das Aufschreiben aller relevanten Ziele in einer Entscheidungssituation entspricht dem ersten Schritt eines berühmten Experiments. Im zweiten Schritt haben die Wissenschaftler den Probandinnen und Probanden eine sogenannte Masterliste vorgelegt. Auf dieser umfassenden Liste sind alle möglichen potenziell relevanten Werte und Ziele aufgeführt. Die Probandinnen und Probanden sollten dann alle Ziele, die sie für sich als relevant erachten, ankreuzen. Im dritten Schritt mussten die Probanden die Ziele, die sie im ersten Schritt aufgeschrieben haben, mit den Zielen auf der Masterliste matchen. Hier sehen Sie beispielsweise das Ziel A dem 7. Ziel auf der Masterliste zugewiesen wird. Diese Vorgehensweise erreicht die im ersten Schritt selbstgenerierten Ziele in grün dargestellt, mit den im zweiten Schritt zusätzlich als relevant erkannten Ziele in rot dargestellt zu unterscheiden. Im vierten Schritt haben die Probanden ihre Ziele im Hinblick auf die Wichtigkeit in Reihenfolge gebracht. Die Zahl 1 in dem kleinen grünen Kreis bedeutet, dass dieses Ziel am wichtigsten ist. Wie viele Ziele haben Sie gerade aufgeschrieben? 3, 6 oder 9? Im ersten Schritt waren die Probanden üblicherweise dazu in der Lage, 6 Ziele aufzulisten. Im zweiten Schritt kamen noch über 6 weitere Ziele hinzu. Die Probanden sind sich anscheinend nur weniger als der Hälfte ihrer Ziele bewusst. Wie kann man aber gute Entscheidungen treffen, wenn man nicht einmal seine eigenen Ziele kennt? In Live-Veranstaltungen geht an dieser Stelle immer mindestens ein Arm ganz energisch nach oben. Vielleicht liegt Ihnen ja auch etwas auf der Zunge. Das Argument, was dann kommt, ist folgendes: Man müsse ja nicht alle Ziele können, es reichten ja die wichtigsten. Und das seien schließlich diejenigen, die man selbst aufgeschrieben habe. Das macht Sinn, oder? Die Wissenschaftler konnten jedoch zeigen, dass es bezüglich der Wichtigkeit der Ziele keine signifikanten Unterschiede gibt. Also, dass die selbst aufgeschriebenen mit auf der Liste angekreuzten, also mit Hilfe der Masterliste erkannten Ziele gleich wichtig sind. Daher ist es sehr vorteilhaft, auch die Ziele zu identifizieren,
die Sie normalerweise nicht aus dem Stegreif nennen können, die aber sehr wohl wichtig für Ihre Entscheidung sind. Aber wie können Sie jetzt Ihre Ziele umfassend ausreichend identifizieren? Es gibt ganz unterschiedliche, wirklich einfache Methoden, die Sie nahezu beliebig kombinieren können. Das Wichtigste ist, so trivial es auch klingt, sich aktiv vorzunehmen, alle relevanten Ziele zu finden und sich nicht mit den offensichtlichen Zielen zufrieden zu geben. Ein guter Startpunkt ist eine Wunschliste. Schreiben Sie alle Dinge auf, die Sie sich erhoffen, in der Entscheidungssituation zu erreichen. Damit identifizieren Sie sicherlich einige relevanten Werte und Ziele. Kreativitätstechniken helfen Ihnen anschließend, weitere Ziele zu identifizieren. Beispielsweise identifizieren Sie eine perfekte Handlungsoption, eine schreckliche, ein paar annehmbare und vielleicht den aktuellen Status. Was ist jeweils gut oder schlecht bei den einzelnen Handlungsoptionen? Warum wäre der Traumjob so toll für Sie? Weil ich dort Verantwortung übernehmen kann und mich kreativ entfalten kann. Ja. Die Möglichkeit, Verantwortung übernehmen und sich kreativ zu entfalten, das sind zwei relevante Werte für Sie. Auf der Folie finden Sie noch weitere Fragen, die mögliche Werte triggern. Eine davon möchte ich gerne noch kurz ansprechen. Unterschiedliche Perspektiven. Nehmen Sie an, dass eine Freundin mit der gleichen Entscheidungssituation konfrontiert wird. Was könnten die Werte Ihrer Freundin sein? Wenn Sie die Entscheidung nicht jetzt, sondern in der Zukunft treffen müssten, was wäre dann für Sie wichtig? Besonders hilfreich ist es auch, Familienangehörige und Freunde direkt zu fragen, hey, was meint ihr, was sollte ich dort beachten? Sie müssen aber nicht einmal die Leute direkt fragen, Sie können auch überlegen, was die anderen sagen würden. In Innsbruck habe ich ein anschauliches Beispiel mehrfach erlebt. Junge, sportbegeisterte Studierende kommen nach Innsbruck und sehen, dass es dort weltweit einmalige Downhill- und Trailstrecken fürs Mountainbike gibt. Fahrradfahren können Sie ja, also probieren Sie ein paar einfache Strecken aus, verletzen sich nicht dabei und planen die nächste große Tour Ihrer Entscheidung jetzt. Eine Tour üblicherweise, die Ihre Fähigkeiten bei Weitem zu übersteigen droht. Aber daran denken Sie jetzt nicht. Die Eltern jetzt mal fragen, was Sie in der Situation für einen wollen, kommt für viele, gerade in der Lebensphase des Sturm und Drangs, nicht in Frage. Dann tun Sie es eben nicht. Aber überlegen Sie anstelle dessen, was würden Ihre Eltern in der Situation für Sie wollen? Ganz einfach zum Beispiel, dass Sie unten heile ankommen. Die Studierenden, die das gemacht haben, berichten, dass allein das gereicht hat, ihnen zu helfen, herauszufinden, welche Werte relevant sind. Und dadurch haben sie letztlich weniger risikoreiche Strecken gewählt und noch ein bisschen an ihrer Technik gefeilt, bevor es losging. Ein neues Ziel kann Ihre Entscheidung positiv beeinflussen. Sie müssen ja auch ein genanntes Ziel, das Ihnen nicht gefällt, nicht weiterverfolgen. Dadurch können Sie nichts verlieren, sondern nur gewinnen, wenn Sie sich mit Ihren Zielen beschäftigen. An dieser Stelle versetzen wir uns in das Jobbeispiel von Peter. Anhand dieses Beispiels zeige ich Ihnen, wie die Methoden funktionieren. Darüber hinaus können Sie gerade bei Zielen auch einiges Substanzielles für Ihre eigene Karriereentscheidung lernen. Dieses Beispiel habe ich mit meinem Aachener Kollegen von Nietzsche genau für Sie als Zielgruppe geschrieben und aufbereitet, so dass Sie es prägnant zusammengefasst lesen können. Die Artikel sind Open Access kostenfrei verfügbar. Steigen wir mal ein. Peter wird in 4 Monaten seine Masterarbeit abgeben und damit sein Wirtschaftsstudium erfolgreich abschließen. Er hat darüber nachgedacht, was er jetzt tun solle. Peter sieht 3 Handlungsoptionen. Die betrachten wir aber erst im 5. Video. Jetzt geht es um seine Werte und Ziele. Peter sind Geld, Work-Life-Balance und Lebensqualität wichtig. Klar, das ist das, was einem schnell in den Sinn kommt. Ist das aber alles, was in der Situation wichtig ist? Sollte man auf Basis dessen eine wichtige Entscheidung treffen? Einen Brainstorming-Prozess im Nachhinein anschaulich darzustellen, ist nur sehr eingeschränkt möglich und nicht wirklich sinnvoll. Anstelle dessen zeige ich Ihnen lieber, was passiert, wenn man mal nachfragt bei einem Entscheidenden. Häufig ergibt sich dann so ein Gedankenfluss. Ja? Lebensqualität kann ja alles sein.
Was verstehst du denn darunter, Peter? Ich will einen netten Job haben und mit Leuten zu tun haben. Außerdem will ich eine eigene schöne Wohnung haben, keine WG oder so. Klar, das wird schon was kosten. Ich muss mir das leisten können. Aber trotzdem soll mir der Job Spaß machen und spannend sein. Hier muss ich mal abbrechen an der Stelle. Das könnte noch dazukommen. Ist das jetzt alles, was für Sie relevant ist? Versetzen Sie sich mal in die Lage von Peter und nehmen Sie Ihre eigene Karriereentscheidung heran. Fehlt Ihnen etwas oder ist es vollständig? Halten Sie doch das Video an dieser Stelle wieder kurz an und versuchen Sie alles Weitere, was Ihnen in Ihrer Entscheidung wichtig ist oder im Beispiel von Peter wichtig sein könnte, aufzuschreiben. Diese Werte könnten möglicherweise auch wichtig sein. Und diese, und diese, und diese. Dann haben Sie daran gedacht. Und wahrscheinlich gibt es immer noch mehr. Hier finden Sie die Werte in einer Tabelle, einer sogenannten Masterlist an Werten und Zielen dargestellt. Halten Sie noch das Video kurz an. Kreuzen Sie alles an, was Ihnen relevant ist und ergänzen Sie weitere Ziele. Wie viele Werte haben Sie angekreuzt? 10, 15, 20? Wenn nicht alles, so will man doch den Großteil davon haben. Vergleichen Sie doch mal Ihre Werte oder Ziele, die Sie zu Beginn aufgeschrieben haben, mit den jetzt angekreuzelten. Wenn Sie durch dieses Video und Ihr Nachdenken auch nur ein einziges für Sie wichtiges Ziel identifiziert haben, dann hat sich das schon gelohnt, dieses Video zu schauen. Üblicherweise waren es zu Beginn 7 Werte oder Ziele und jetzt 15 bis 20. Einmal war an dieser Stelle eine Studierende ganz beeindruckt und wirklich hoch erfreut, dass sie etwas über ihre eigenen Ziele gelernt hat. Danach hat sie aber noch so kritisch nachgeschoben, aber wie hilft mir das denn bei meiner anstehenden Entscheidung? Das sieht doch aus wie Kraut und Rüben. Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Die Videoserie ist ja noch nicht vorbei. Nachdem wir jetzt sehr stark in die Breite gegangen ist, zeige ich Ihnen im nächsten Video, wie Sie aus diesem Wust an Werten das Wichtigste, das am Ende für Sie wirklich zählt, herausfiltern können. Denken Sie aktiv darüber nach, was Sie in einer Entscheidung erreichen wollen. Notieren Sie sich alles, was Ihnen irgendwie wichtig erscheint. Beim ersten Mal ist ein solches breites Brainstorming vielleicht ein bisschen aufwendig. Ja, das kostet ein bisschen Zeit. Aber wenn Sie es ein paar Mal gemacht haben, dann können Sie sehr zügig erfassen, worum es in einer Entscheidung geht. Ich schaffe das mittlerweile in einer Viertelstunde auch für sehr wichtige, große Entscheidungen. Und Ralf Kini, den können Sie nachts um 3 Uhr wecken und irgendeine Entscheidung nennen. Und er weiß immer sofort, was dabei wichtig sein könnte. Und dadurch ist sein Leben deutlich schöner. Übung macht den Meister. Es gibt auch Hilfestellungen. Auf meiner Website werde ich schrittweise solche Masterlisten von Zielen für alle möglichen Entscheidungssituationen zur Verfügung stellen. Diese Listen bieten einen guten Startpunkt für Ihre Entscheidung. Sie haben ja gerade gesehen, wie eine solche Liste inspirieren kann, was Sie da alles angekreuzt haben. Und wenn Sie es gerade noch nicht getan haben, schauen Sie sich die Liste mit den Zielen an und überlegen Sie, was davon für Sie wirklich wichtig ist oder ob etwas fehlt. Denn nur wenn Sie wissen, was Sie wollen, können Sie aktiv die Wahrscheinlichkeit erhöhen, es auch zu bekommen. Es lohnt sich also. Legen Sie los.